schön, dass ihr wieder bei Thu's Kochtour eingeschaltet habt. Heute gibt es bei uns leckere thailändische Tom Yum Goong Suppe. Sie ist sehr würzig, aromatisch, sauer, scharf und passt zu jeder Jahreszeit. Und was ihr dazu braucht, das zeige ich euch. Ihr braucht 500 Gramm Garnelen mit Schale, 1,5 Liter Wasser, 400 Milliliter Kokosnussmilch, 250 Gramm Pilze, hier könnt ihr auch Austernpilze nehmen, passt auch, oder Enoki-Pilze. 15 Gramm Limettenblätter, 50 Gramm Galalgand, dann ein Bund Koriander, 4 Zitronengrasstangen, eine Chili, 2 Esslöffel Zitronensaft, 2 Teelöffel Kurkuma, 2 Esslöffel Red Curry Paste, bekommt ihr auch im Asialaden, 15 Gramm Palmzucker, da könnt ihr auch normalen Zucker nehmen, 2 Esslöffel Tamarindenpaste und 2 Esslöffel Fischsoße-Konzentrat. Als erstes die Garnelen schälen, dabei den Schwanz dann auch dran lassen. In einem Topf erhitze ich dann das Öl und brate dann die Schale dann darin an. Als nächstes ca. 500 Milliliter Wasser hinzugeben und für 15 Minuten köcheln lassen. Während hinten die Brühe kocht, kann ich den Zitronengras vorbereiten. Den Zitronengras werde ich halbieren und zerstampfen. Den Zitronengras in eine Schüssel legen und kurz beiseite stellen. Den Galangal und die Pilze in feine, dünne Streifen schneiden. Im Gegensatz zum Ingwer schmeckt der Galangal scharf, Zitrus, fast kiefernartig, und der Ingwer schmeckt eher würzig, scharf, aber hat keine Süße. In einen Mörser werde ich dann die Chili hineingeben und kleinmörsern. Die Chili sieht jetzt auch so aus. Jetzt werde ich das kurz beiseite stellen. Nach 15 Minuten schöpfe ich mit einer Kelle die Schale dann heraus. Und nun gebe ich alle Gewürze in den Topf hinein. Den mittleren Teil von dem Limettenblatt reiße ich dann heraus und gebe es so auch in die Brühe hinein. Und nun den Galangal. Darauf gebe ich die Garnelen und die Pilze hinein und verrühre es kurz und lasse es 10 Minuten dann wieder köcheln. Zum Schluss gebe ich das restliche Wasser, die Kokosnussmilch, Chili und den Koriander hinein. Den Koriander, da werde ich noch etwas übrig lassen für die Dekoration.
Nach 5 Minuten ist die aromatische, würzige Dum-Yum-Gung-Suppe fertig. Ich esse es gerne mit Reis. Es schmeckt aber auch richtig lecker ohne irgendetwas. Also, wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr als erstes, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Also, bis dann. Tschüss!